Hi, hier bin ich nun und das ist er tatsächlich jetzt. Das ist dann mein Auto, das, wo ich mir jetzt endlich gekauft habe. Wie es dazu kommt, seht ihr in diesem Video. Dieses Video wird mal wieder etwas umfangreicher und beinhaltet auch unterschiedliche Themen rund ums Auto in Paraguay. Also werde ich auch mal wieder die Inhaltsliste mit Timecodes, also den Zeitstempeln, in der Videobeschreibung hinterlegen. Wie bei jeder größeren Anschaffung habe ich mir natürlich überlegt, was für ein Auto ich mir anschaffen möchte. Ich bin recht schnell darauf gekommen, dass ein Pickup, also ein Pkw mit offener Ladefläche, für mich sinnvoll ist. Große Bodenfreiheit, Allrad und vor allem der technische Zustand, Haltbarkeit, Verfügbarkeit von Ersatzteilen sind auch hier extrem wichtig. Allerdings möchte ich auch gerne mehr als 2 Personen mitnehmen können. Und zwar in der Kabine und nicht, wie es hier nicht unüblich ist, auf der Ladefläche. Also habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Pickup 4x4 mit Doppelkabine. Mein Nachbar hier auf dem Grundstück kennt sich hier in der Gegend sehr gut aus und so haben wir uns aufgemacht und die bekannten und zuverlässigen Kfz-Mechaniker der Gegend abgeklappert und kundgetan, dass ich ein Auto für mich suche. Recht schnell kam ein Angebot für einen Chevrolet S10 4x4 herein. Dieser wurde gerade von einem Mechaniker general überholt und sollte so gut wie fertig sein. Ursprünglich sollte dieser nicht ganz so taufrische S10 von ca. 2006 günstige 37 Millionen Guarani kosten, knapp 4.900 Euro. Nach einer Probefahrt war dann der aktualisierte Verkaufspreis bei ca. 45 Millionen angekommen, also ca. 6.400 Euro, weil die Kosten für die Reparaturen mit eingerechnet wurden. Es musste angeblich nur noch ein Radlager gewechselt werden und dann war er in einwandfreien Zustand. Naja, bei der Probefahrt ist mir dann aufgefallen, dass da irgendwas nicht stimmen konnte. Der Kilometerzähler zeigte knapp 164.000 Kilometer an. Aufgrund des allgemeinen Abnutzungszustandes von Pedalen, Schaltern und Hebeln im Innenraum gehe ich aber davon aus, dass er eher um die 500.000 Kilometer gelaufen war. Und dafür war mir der Preis dann doch zu hoch. Zumal die Bremsen ihrem Namen auch keine wirkliche Ehre gemacht hatten und mir noch ein paar weitere Kleinigkeiten aufgefallen waren. Der nächste S10, den ich angeboten bekam, der sah schon etwas besser aus. Die 400.000 Kilometer auf dem Tacho kamen mir realistisch vor. Gefahren hat er sich gut, außer dass ich die Räder nicht komplett einschlagen konnte, weil dann die nicht ganz so originalen Räder am Radkasten schleifen würden. Somit hatte er einen Wendekreis, ähnlich wie ein Schulbus. Der angepeilte Preis von 55 Millionen Guarani, ca. 7.800 Euro, waren für diese Laufleistung schon heftig. Der Verkäufer prahlte mit seiner eingebauten Musikanlage, die, so wie es sich später herausstellte, nicht mitverkauft werden sollte. Naja, gut. Leider hatte der Verkäufer keine Cedula-Werte, also sowas wie den Fahrzeugbrief. Die ist hier auch nicht zwingend notwendig, wenn man den originalen Kaufvertrag mit sich führt. Dann muss beim Verkauf unter Umständen der Vorbesitzer mit zum Notar. Als wir dann einen Termin bei der Escribanía, also dem Notar, bei dem hier jeder Vertrag gemacht werden muss, vereinbaren wollten, wurde ich allerdings etwas stutzig. Normalerweise sucht sich der Käufer den Notar aus, er muss ihn ja schließlich auch bezahlen. Außerdem ist es dann ziemlich sicher, dass der Notar unparteiisch ist und korrekt arbeitet. Der Verkäufer, ein junger Mann, bestand aber darauf, zu einer Escribanía in Ciudad del Este zu fahren. Abgesehen davon, dass diese Stadt ca. 230 Kilometer entfernt liegt, ist es auch noch die Grenzstadt zu Brasilien und Argentinien. Und wie man hört, werden da schon mal ein paar gestohlene Autos über die Grenze geschmuggelt. Weiterhin kam mir das Verhältnis vom Zustand der Nummernschilder im Vergleich zum Zustand des Fahrzeuges sehr merkwürdig vor. Das Fahrzeug an sich sehr gepflegt und die Nummernschildern relativ heruntergekommen und verbeult. Das passt irgendwie nicht. Also, no gracias. Ich hatte mir dann noch einige andere in einer ähnlichen Preisklasse angesehen, die haben aber in meinen Augen auch nicht wirklich was getaugt. Bei einem, der etwas billiger war so ziemlich alles defekt. Und das habe ich als absoluter Laie bemerkt. Stoßdämpfer, Lenkung, Bremsen, Aufhängung, Radlager, alles hätte erneuert werden müssen. No gracias. Einen hatte ich da noch. Ein Freund des befreundeten Automechanikers hatte noch einen kurz hinter Villarrica an der Ruta 8, also der Route 8, der großen Automeile. Leider war weder Verkäufer noch Auto anzutreffen. Muchas gracias. Also begannen wir nun, die Autohändler abzuklappern. Leider vergebens.
Wenn Sie welche hatten, dann relativ aktuelle Modelle und somit weit über meinem Budget. Autos sind teuer in Paraguay. Da ich jetzt aber schon über 3 Wochen verplempert habe, gibt es jetzt eine kleine Planänderung. Brauche ich unbedingt einen Pickup? Nicht zwangsläufig. Ich habe ja schließlich einen Anhänger in meinem Container. Damit kann man auch ganz viel transportieren. Also, was gibt es sonst noch für gängige Modelle in Paraguay? Toyota, Nissan, Hyundai und Kia. Und dann stand er da, frisch importiert, direkt aus Korea und noch nicht in Paraguay gefahren. Ein Kia Sportage 4x4, Baujahr ca. 2006, Automatik, Diesel. So die kurzen Angaben des Verkäufers. Ein kurzer Blick, ein guter Eindruck. Eine kurze Probefahrt, fährt sich super. Leise, komfortabel, stramm gefedert, Lenkung und Bremsen gut. Spurtreue gut, nichts rasselt, nichts klappert, nichts schleift oder macht komische Geräusche. Zurück beim Händler haben wir, also der befreundete Mechaniker und ich, ihn unter die Lupe genommen. Motorraum, Schläuche und Riemen. Kühler, Auspuffanlage, Aufhängung, Bremsen, Lenkung und so weiter. Der äußere Zustand war top. Alles machte einen guten Eindruck. Okay, die Vorderreifen sind kurz vor der Verschleißgrenzung, aber wenn das alles ist, okay. Auf dem Tacho wurden knapp 230.000 Kilometer angezeigt. Das kam mir für den Zustand der inneren Bedienelemente und Pedale nicht untertrieben vor. Eher im Gegenteil. Die aufgezogenen Schonbezüge aus schwarzem Kunstleder könnte man ja später auch entfernen. Die sind irgendwie nicht so mein Ding. Der geforderte Preis lag bei 60 Millionen Guarani, knapp 8.600 Euro. Aber wie war der aktuelle Marktpreis von dem Auto? Keine Ahnung. Wir haben uns dann entschlossen, nach weiteren vergleichbaren Fahrzeugen bei anderen Händlern zu schauen. Für mich aktuell die einzige Möglichkeit, den Marktpreis abzuschätzen. Das Problem war nur, die anderen Händler hatten alle keine 4x4 da, nur die normalen Fronttriebler. 60 bis 66 Millionen Guarani wurden bei den anderen Händlern für vergleichbare Modelle als 4x2, also die normalen Fronttriebler, aufgerufen. Nachdem ich eine Nacht darüber geschlafen hatte, habe ich mich nun entschlossen. Dieser Kia soll es nun sein, wenn er noch da ist. Kurzer Anruf und der Deal war perfekt. Der Verkäufer wollte die Papiere vorbereiten und wir treffen uns bei einer Escribanía, um den Vertrag zu machen. Vorher noch eben zur Bank, um einen Scheck einzulösen, damit ich den Wagen auch bezahlen kann. Nun laufe ich tatsächlich mit 60 Millionen Guarani im Rucksack durch die Stadt, um ein Auto zu kaufen. Ist schon ein ganzer Packen Geld. Geschlagene 3,5 Stunden haben wir dann auf der Escribanía verbracht, bis die Angestellte des Autohändlers endlich da war, der Vertrag aufgesetzt war und ich unterschreiben konnte. Der Packen Geld ist dann von meinem Rucksack in ihren Rucksack gewandert. Dafür bekam ich einen Autoschlüssel und die Rechnung der Escribanía über 2,5 Millionen, die ich natürlich auch noch berappen durfte. Ein Zweitschlüssel, die Fernbedienung für die Zentralverriegelung oder ein Serviceheft sind hier eher die Ausnahme. Mit der Quittung der Escribanía im Handschuhfach bin ich dann nach Hause gefahren. Als Nummernschilder hatte ich nur die Reklameschilder des Verkäufers dran. Passt schon, wurde mir versichert. Die Nummernschilder kann ich dann in 2 Tagen bei der Escribanía abholen. Eine weitere Woche später konnte ich dann den Kaufvertrag zusammen mit der Cédula Verde, also dem Fahrzeugschein, abholen. Damit und mit meiner Cédula, dem Personalausweis, zur Municipalidad, also zur Gemeindeverwaltung, und die Habilitation und den Steueraufkleber besorgt. Kosten dafür schlappe 110.000 Guarani, ca. 16 Euro. Damit ist das Auto jetzt offiziell auf mich zugelassen und die Kfz-Steuern für das Jahr sind bezahlt. Yippie! Eine Versicherung habe ich bisher noch nicht abgeschlossen. Ist ja auch nicht verpflichtend. Da will ich mir noch weitere Vergleichsangebote einholen. Die erste Amtshandlung, wenn man ein Auto kauft, von dem man nicht weiß, ob und wann der letzte Service gemacht wurde? Klar, eine Inspektion. Alle Öle und Filter wechseln. Zum Glück hatte ich ja einen befreundeten Mechaniker an der Hand. Er ist dann mit dem Auto nach Hause gefahren und wollte sich um alles kümmern. Er hat dort eine kleine Werkstatt. Perfekt. Am nächsten Tag kam er dann wieder und meinte, dass der Wagen in einem sehr guten Zustand ist, aber es ein kleines Problemchen gäbe. Er wollte natürlich auch das Öl des Differentialgetriebes, was beim Allradfahrzeug ja da ist, wechseln. Dieses hatte er aber nicht gefunden, also das Getriebe, nicht das Öl. Es ist somit also kein Allradfahrzeug, sondern nur ein gewöhnlicher Fronttriebler, wie sie hier zu Tausenden fahren. Wir hatten vor dem Kauf echt auf alles Mögliche überprüft, nur nicht, ob dieses Differentialgetriebe da ist.
Da muss man auch erstmal drauf kommen. Mein Mechaniker hatte schon mit dem Verkäufer telefoniert, der das auch sehr merkwürdig fand. Er bot mir aber umgehend an, entweder den Wagen zurückzunehmen und gegen einen anderen zu tauschen, wenn er wieder einen bekommt, so in etwa 4 bis 5 Wochen, oder mir die Preisdifferenz von 2 Millionen Guarani zu erstatten. Also bei dem Auto weiß ich jetzt, dass er wahrscheinlich technisch okay ist. Ich hatte nochmal 1 Million in die Inspektionen investiert und ewig in der Escribania gewartet. Bei dem anderen fange ich im Prinzip wieder von vorne an und kaufe wieder die Katze im Sack. Also gut, ich behalte ihn. Inzwischen haben mir mehrere Leute bestätigt, dass die Allrad-Version eher nachteiliger sei. Damit kommt man in schwierigem Gelände, also den schlechteren Erdstraßen hier, angeblich auch nicht viel besser voran. Hat einen höheren Verschleiß, mehr Verbrauch, mehr Gewicht und nur einen sehr geringen Mehrwert. Dann lieber vernünftige Reifen draufziehen, das bringt wesentlich mehr. Inzwischen habe ich mein Auto 4 Wochen und habe es nun auch ein wenig kennengelernt. In diesem Kapitel will ich euch zeigen, was ich bisher über dieses Auto herausgefunden habe. Erstens, mein schöner Bordeaux-roter Kia war früher einmal silbern. Er wurde komplett neu lackiert. Das erkennt man an einigen Übergangsstellen und Ritzen, die nicht so sauber nachlackiert wurden. Auch wenn man die Innenverkleidung abnimmt, wird das ersichtlich. Außerdem sind Teile, die normalerweise nicht in Wagenfarbe lackiert sind, nun auch Bordeaux-rot. Zweitens, mein Auto wurde auch im Innenraum lackiert. Sämtliche Kunststoffteile wurden neu lackiert. Auch hier findet man diverse Indizien, wenn man etwas genauer hinschaut. Einige Stellen, die üblicherweise nicht grau sind, sind es nun. Dummerweise wurde beim Lackieren auch der Sitz mit lackiert. Die Sitzflächen und die Rückenlehnen, die mit einem hellen Velourstoff bezogen waren, sind nun recht rau und dunkelgrau. Gibt es deshalb die Schonbezüge, die übrigens anscheinend auch einmal blau waren? Drittens, die neue Lackierung wurde auch im Motorraum und in Unterboden fortgesetzt. Leider wurden bei der Montage, wahrscheinlich nach dem Lackieren, einige Befestigungen, Halterungen und Schrauben einfach vergessen oder verschludert. So zum Beispiel fehlte die Halterung der Autobatterie, die ich nun nach Paraguay-Art mit einem Stückchen Holz nachgearbeitet habe. Auch eine Halterung am Kühler fehlte. Von den Gummipuffern an den Türen und Heckklappen fehlen mir insgesamt 10 Stück. Weiterhin fehlen einige Schrauben und einige Halteclips der Innenverkleidung sind leider abgebrochen. Nachdem ich den Lack von der Kofferraumbeleuchtung und den Kontrollleuchten der Sitzheizung abgekratzt habe, funktionieren diese nun auch wieder. Also jetzt mal ganz ehrlich, wer kommt auf so eine blöde Idee? Technisch macht er noch immer einen vernünftigen Eindruck. Außer, dass ich festgestellt habe, dass die Heizung wohl eher nicht funktioniert. Ersten Beobachtungen nach liegt der Verbrauch bei ca. 11 Litern Diesel. Das muss ich aber noch verifizieren. Was man sonst noch beachten sollte beim Kauf eines Autos in Paraguay. Hier in Paraguay gibt es meist günstigere Angebote an importierten Fahrzeugen. Diese sind dann meist japanische Fabrikate, die in Chile von Rechts auf Linkslenker umgebaut werden. Von solchen Umbauten rate ich allerdings ab. Ich habe hier schon jemanden kennengelernt, dessen Frau schwer verunglückt war, weil die Lenkung aufgrund eines Defektes der umgebauten Lenksäule nicht mehr funktioniert hat. Solche Geschichten hört man hier leider immer wieder. Im Prinzip werden beim Umbau nur alle wichtigen Teile wie Lenkung, Pedale, eventuell Lichtschalter und Armaturenbrett so umgebaut, dass diese nun auf der linken Seite zu finden sind, damit man im üblichen Rechtsverkehr klarkommt. Die Hebel für Blinker und Scheibenwischer bleiben vertauscht. Die Scheibenwischer bleiben auch seitenverkehrt. Das ist für mich auch das deutlichste äußere Kennzeichen, woran man diese umgebauten Rechtslenker schnell erkennen kann. Im Original wischen die Scheibenwischer immer zum Fahrer hin. Ein weiteres Problem bei den umgebauten Fahrzeugen ist, dass auch die Scheinwerfer nicht korrekt umgebaut werden und deshalb immer den linken Fahrzeugrand mehr ausleuchten, somit also den Gegenverkehr blenden. Da es hier keinen TÜV gibt, interessiert das aber auch niemanden. Wie in Deutschland muss man auch hier einige Notfallutensilien mit sich führen. Das Paket besteht aus einem Feuerlöscher, der jährlich getauscht werden muss, 2 Warndreiecken und einem Erste-Hilfe-Paket aus der Apotheke. Den Inhalt werde ich hier aber nicht explizit auflisten,
Das könnt ihr ja selber machen und dann mal überlegen, wofür man zum Beispiel ein Fiebermittel bei einem Verkehrsunfall braucht. Egal. So, das soll es nun aber endlich zu meinem Auto gewesen sein. Das kommende Wochenende werde ich auf einem Grundstück verbringen, was ich wahrscheinlich kaufen werde. Und davon werde ich euch natürlich auch berichten. Aber ich beende jetzt hier dieses Video und sage wie immer vielen Dank für das Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Nico aus Paraguay.